Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal möchte ich euch zeigen, wie ihr eine dezimale Zahl in das IEEE 754 Floating Point Format umwandeln könnt. Ich zeige euch das einfach beispielhaft anhand der Zahl 23,375, was jetzt natürlich dezimal sein soll, und erkläre euch dabei die notwendigen Schritte. Das erste, was man machen sollte, ist, dass man die Zahl aufsplittet in 23 und 0,375. Das ist immer am einfachsten, dann kann man einmal die Zahlen vor dem Komma in binär umwandeln und die hinter dem Komma in binär umwandeln. So, wie macht man das? Man teilt einfach 23 durch 2. Das sind 11 und man hat einen Rest von 1. Jetzt nimmt man die 11 und teilt die durch 2. Und ja, die 11 passt auch wieder nicht ganz, oder die 2 passt auch nicht wieder ganz rein, sondern nur die 10. Und dann ist 5 mal 2 eben gleich 10. Rest 1. Dann kommt die 5 hier hin. 5 durch 2 ist 2, Rest 1. 2 durch 2 ist 1 und Rest 0. Und schließlich 1 durch 2 ist 0, Rest 1. Das machen wir so lange, bis hier einfach eine 0 steht. Und jetzt steht hier letztendlich schon unsere Zahl. Jetzt ist nur die Frage von oben nach unten oder von unten nach oben. Und sie steht von unten nach oben. Also wir wissen dadurch, dass 23 in Dezimal gleich 10111 in binär ist. Bei der Nachkommastelle machen wir das anders. Da teilen wir nicht durch 2, sondern rechnen mal 2. 0,375 mal 2 ist einfach 0,75. 0,75 mal 2 ist 1,5. Und jetzt rechnen wir nicht 1,5, sondern nur 0,5 mal 2 und kommen auf 1. Jetzt schauen wir uns hier vorne jeweils die Zahlen vor dem Komma an. Prinzipiell steht natürlich Komma 0. Und dann wissen wir, dass 0,375 in Dezimal das gleiche ist wie diesmal von oben nach unten 0,011 in binär. Das heißt, das müssen wir nur noch zusammenfügen und wissen dann, dass das das gleiche ist wie 10111, 011 in binär. So, das wäre das Normale, was man vielleicht auch kennt, wenn man eben nicht dieses spezielle Floating Point Format benutzen möchte. Und jetzt muss man sich halt Gedanken machen über diese Floating Point Zahl. Also wir haben gewisse Sachen, dass wir eine Zahl haben, ist gleich eine gewisse Mantisse mal Basis hoch Exponent. Und da wollen wir das jetzt so machen, dass wir entsprechend hier einfach diese Zahlen nehmen, die als m betrachten und jetzt das Komma so weit verschieben, dass das Komma wirklich hinter der ersten 1 ist. Also wir wollen sowas wie m ist gleich 1, m' haben. Warum? Weil wenn wir das in diesem Format halt immer so machen, können wir uns ein Zeichen halt sparen, was wir nicht mit abspeichern können. Und dieses Bit können wir halt entsprechend für andere Sachen zum Speichern benutzen. Genau, das heißt, wir wissen hieraus, m ist gleich 10111,011. Und jetzt wollen wir das Ganze halt so verschieben, dass hier das Komma steht. Jetzt zählen wir 1, 2, 3, 4, müssen das Komma also um 4 Stellen nach links verschieben.
Das heißt, unser Exponent hier, e, ist gleich 4. Wenn wir das eben entsprechend nach links verschieben. Genau, jetzt haben wir mit diesem speziellen Format ein Access 127 Code. Das heißt, wir führen zusätzlich noch so eine Charakteristik ein, die einfach e plus 127 darstellt. Also unseren Exponenten plus 127, also 4 plus 127 sind 131. So, jetzt müssen wir die 131 vor die Mantisse schreiben. Also wir haben dann hinterher in dem Format hier das Vorzeichen, Bit, dann 8 Bit für die Charakteristik und also 1 Bit und entsprechend 23 Bit für die Mantisse, die wir entsprechend hinter dem Komma beliebig mit Nullen auffüllen können. Genau. Hier können wir dann entsprechend die 131 in binär wieder abspeichern. Das heißt, hier müssten wir halt wieder umrechnen. Oder wir wissen halt, dass 131 gleich 128, was entsprechend die Stelle ganz links ist, plus 2 plus 1 ist. Dann haben wir also entsprechend nur die Stelle ganz links und die beiden Stellen ganz rechts in der Charakteristik, die wir füllen müssen. So, das können wir also schon mal aufschreiben. Wir müssen 8 Stellen füllen, wissen 128 ist belegt, 1 und 2 auch. Jetzt müssen wir zählen, 1, 2, 3, 4, 5 Nullen dazwischen und das ist schon mal unsere Charakteristik. Also 1 mit 5 Nullen dazwischen ist dann entsprechend das gleiche, nur eben mit der Dezimalzahl. Genau, jetzt hatten wir gesagt, wir wollen die Mantisse speichern. Die Mantisse, die 1 wollen wir nicht speichern, sondern nur diesen Bereich. Also 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Und jetzt müssen wir halt so weit auffüllen, dass hier hinten entsprechend viele Nullen sind, dass wir hier wieder 23 Bits belegen bzw. 23 Zeichen haben. Und jetzt müssen wir nur noch schauen, war unsere Zahl positiv oder negativ. Hier ist jetzt positiv, das heißt, hier haben wir vorne noch eine 1. Wäre das Ganze negativ, positiv, das heißt natürlich 0, denn wir wollen diesen Wert mit minus 1 hoch diesen Wert nehmen. Wäre das ein S. Wir haben zwei Möglichkeiten. Minus 1 hoch 0 ist 1 und minus 1 hoch 1 ist minus 1. Wir wollen positives Vorzeichen, also das hier. Dementsprechend muss hier eine 0 rein und wir sind an dieser Stelle fertig. Das heißt nochmal kurz zusammengefasst die wesentlichen Schritte. Erstmal die Zahl, wie man das normal aus anderen Vorlesungen vielleicht kennt, von Dezimal in binär umwandeln. Dann bei der Mantisse soweit das Komma verschieben, dass es hier hinter der ersten 1 ist. Dabei zählen, wie viele Zahlen das sind. In diesem Fall 4. Diese 4 plus 127 rechnen, um dann die 131 in diesem Fall binär als Charakteristik hier einzufügen. Und schließlich muss man nur noch die Zahlen, die man aus der Mantisse ohne die führende 1 vor dem Komma hat, einmal
abschreiben und mit Nullen auffüllen, sodass man 23 Bit füllt und schließlich das Vorzeichen schauen, ist das Ganze positiv. Wenn ja, dann ist das Vorzeichen Bit 0 und wenn das Ganze negativ ist, Vorzeichen Bit 1.